Eine kleine, einfache, aber doch sehr hilfreiche Änderung ist, dass man nun im Belegen den Debitorennamen ändern kann. Ich zeige mal kurz das Verhalten her, wie es bisher war. Ich habe hier ein Verkaufsangebot geöffnet, habe hier den Debitorennamen von meinem Debitor übernommen bekommen und möchte den für dieses eine Angebot aus irgendeinem Grund ändern. Zum Beispiel, weil ich einen allgemeinen Debitor angelegt habe, den nenne ich Barverkauf, und die Angebote stelle ich dann auf die jeweiligen konkreten Daten der Debitoren um. Ich habe hier also nun den Debitorennamen geändert, auf ABC gehe, und sobald ich dieses Feld verlasse, bekomme ich diese Meldung, und zwar werde ich gefragt, ob ich einen neuen Debitor anlegen möchte oder einen vorhandenen Debitor auswählen möchte. In meinem Fall möchte ich ja eigentlich beides nicht machen. Das heißt, mit dieser Meldung bin ich jetzt hier nicht unbedingt sehr glücklich. Und in der aktuellen Version haben wir nun diese Möglichkeit, dieses Verhalten hier zu ändern. Ich beende diese Abfrage nun hier mit Abbrechen, bekomme hier natürlich eine Fehlermeldung, dass der Debitorename nicht geändert werden darf, aktualisiere diese Seite hier und sehe, es wird hier auf den ursprünglichen Debitorennamen zurückgesprungen. Wie kann ich dieses Verhalten nun ändern? Dafür gehe ich auf die Suche und öffne die Debitoren- und Verkaufseinrichtung. Die heißt nun etwas anders, und zwar Einrichtung Debitoren und Verkauf. Hier ist sie auch schon. Und wenn ich hier etwas nach unten scrolle, es kann sein, dass man hier auf mehr Anzeigen klicken muss. Am Reiter Allgemein gibt es hier ein neues Feld, und zwar heißt dieses Feld Suche nach Namen deaktivieren. Und wenn ich dieses Feld nun anschalte, habe ich folgendes Verhalten. Ich schließe diese Maske, gehe zurück in mein Angebot, und wenn ich jetzt hier meinen Debitorennamen ändere, dann wird mir diese Änderung hier einfach übernommen. Ich bekomme keine Meldung. Allerdings sei gesagt, diese Änderung gilt jetzt wirklich nur für dieses eine Angebot, für diesen einen Beleg. Natürlich, wenn ich einen Auftrag daraus mache und so weiter, wird das mit übernommen, aber alle zukünftigen Belege, die von diesem Debitor heraus erstellt werden, haben wieder den tatsächlichen Debitorennamen. Ich finde dieses neue Feature sehr praktisch. Ich finde das sehr gut. Ich finde das auch okay, dass man das individuell steuern kann. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, das Ganze pro Debitor zu steuern. Soweit sind wir hier noch nicht, aber ich kann das zumindest allgemein nun einstellen, ob ich den Debitorennamen ändern lasse in Belegen oder ob ich das eben entsprechend verbieten möchte, wie es ja bisher der Fall war.